Mein Name ist Rüdiger Leitner, ich wohne in Berlin. Ich bin blind, fahre aber trotzdem gerne weg, mache auch gerne Aktivurlaub und möchte Ihnen heute zeigen, welche Probleme das machen kann, welche Probleme entstehen können, wenn man im Internet Reiseziele sucht und versucht zu... Das hier ist mein Computer, eine ganz normale Tastatur. Ich arbeite aber in der Regel ohne Maus, das heißt, ich mache alles mit der Tab-Taste, Enter und Leertaste und so. Das geht aber nur, wenn die Internetseiten entsprechend gestaltet sind. Ich will Ihnen zunächst eine nicht barrierefreie Seite zeigen, eines großen Reiseportals, das aber nur notwendig ist, wenn ich wegfahren will. Ich nehme die Seite von Opodo. Sie hören jetzt gleich die Sprachausgabe. www.opodo. Von Opodo, der Cursor mit der Sprachausgabe ist auf einem Link gelandet, Ferienunterkünfte, und ich gehe jetzt mit der Tab-Taste weiter von Link zu Link. Kundenservice. Von Eingabefeld. Jetzt bin ich in dem Feld, um meinen Staat einzutragen. Das ist in dem Fall Berlin. Und Berlin. Nach Liste. so, und wenn ich zum Bergwandern gehe oder Skilanglauf machen will, geht das am besten in den österreichischen Bergen. Also geben wir mal Wien ein. So, und jetzt müsste ich als nächstes auf die Stelle kommen, wo ich das Datum eingeben kann. Und das geht hier bereits nicht mehr. Das heißt, ich komme Billige Flüge. nicht in das Feld. Ich komme auch nicht auf den Kalender, wenn ich mit der Tab-Taste weitergehe. An der Stelle scheitert das schon. Das ist nicht überall so, aber es gibt sehr viele Seiten, die hier unnötige Probleme machen. Der große Problemkreis ist, wie bekomme ich Informationen, die für mich wichtig sind, wenn ich mich am Ort im Hotel alleine bewegen will. Im Hotel ist für mich besonders wichtig, dass der Aufzug eine Sprachausgabe hat, also statt Haltestellen ansagt, und dass zum Beispiel die Zimmertüren, die Zimmernummern taktil erfassbar sind. Wo finde ich solche Informationen? Ich gebe dazu jetzt einfach in die Suchmaschine ein Österreich, Skilanglauf, Hotels und lasse suchen. Zur Liste der Suchergebnisse jetzt ein beliebiges Hotel ausgewählt. Die Fotos kann mir der Screenreader natürlich nicht vorlesen. Ich finde aber bei diesem Hotel wie bei vielen anderen keine Informationen, die für mich wichtig wären. Fehlende Informationen über Barrierefreiheit sind leider der Normalfall. Als Beispiel dafür, dass das auch anders gehen kann, möchte ich Ihnen ein Hotel zeigen, auch in den Bergen, aber auf der deutschen Seite, nämlich das Allgäu Art Hotel in Kempten. Allgäu Art. Auf der Webseite von diesem Hotel gibt es einen Link Inklusion und Barrierefreiheit. Den habe ich der Einfachheit halber schon geöffnet. Und hier findet man dann Informationen, kurz zusammengefasst, sowohl für Gäste mit Gehbehinderung als auch für Gäste mit Hörbehinderung und, was mich besonders interessiert, natürlich Gäste mit Sehbehinderung, blinde Gäste, und hier kommen konkrete Informationen. Assistenzhunde sind erlaubt. Der Bereich ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Zählungszeichen im Aufzug sind Beschilderungen nicht in Brailleschrift vorhanden. Ein abgehender Notruf wird Aufzählungszeichen im Restaurant Waldbeere ist eine Speisekarte in Großschrift verfügbar. Das heißt, hier bekomme ich eine Vielzahl von Informationen bereits auf der Webseite und weiß, es lohnt sich hier konkret nachzufragen, ob auch andere für mich wichtige Dinge erfüllt sind. Auf der Website des Allgäu Art Hotels könnte ich, da sie perfekt barrierefrei ist, natürlich auch buchen und hätte nicht solche Probleme wie auf der Opodo-Webseite oder vielen anderen Webseiten, die nicht barrierefrei sind. Durch fehlende Barrierefreiheit und fehlende Informationen über Barrierefreiheit gehen vielen Tourismusanbietern, Hotels und Veranstaltern Umsätze verloren. Hier könnte sehr viel getan werden. Wichtig ist, dass man sich an die Accessibility Guidelines hält und vielleicht ein Informationssystem mit Qualitätskriterien aufbaut, wie ENAT das bereits plant.